Wir haben jetzt seit kurzem ja die neue Edition von Kings of War hier am Start. Schickt mich Games Workshop jetzt in die Chaoswüste bei diesen Temperaturen, und zwar genau damit. Und da habe ich ein bisschen was zu all diesen Sachen eben zu sagen und dazu auch noch eine Kleinigkeit, was das Thema Apps und so weiter betrifft. Dazu aber auch später ein bisschen mehr. Ja, ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht bei den warmen Temperaturen. Ich bin hier aktuell ein bisschen am Straucheln, was das Hobby betrifft. Ich hatte da jetzt in den letzten Wochen bzw. Monaten nicht ganz so viel Motivation. Ich habe das halt gemerkt, hier an den Videos, die nicht gekommen sind. Soll sich natürlich jetzt wieder ändern. Ich will hier weitermachen, ein bisschen was auch probieren. Auch vielleicht mit diesem Video hier gleich. Auf alle Fälle, es wird natürlich auch weitergehen hier mit Kings of War in weiterer Folge, weil wir hatten hier ja auch vor kurzem mit der Veröffentlichung der neuen Edition und vor einem halben Jahr eigentlich schon hier das erste Erweiterungsbuch mit dieser Xerkali-Armee, die hier dann drinnen ist. Und dazu habe ich eigentlich eine kleine Projektidee, die dann Gott sei Dank auch im Zusammenhang steht mit dem Games Workshop-Thema. Denn für alle, die es nicht wissen, ich bin ja schon eine ganze Weile im Hobby, über 25 Jahre, habe auch damals hier mit den Gruftkönigen Warhammer Fantasy angefangen das müsste die 5. Edition, glaube ich, gewesen sein. Auch hier das alte Armeebuch der Gruftkönige. Bin dann aber nie dazu gekommen, hier mal einzusteigen, beziehungsweise dann, als Warhammer The Old World gekommen ist, eben dem Ganzen irgendwie eine Chance zu geben. Da habe ich mich eigentlich nie wirklich damit auseinandergesetzt oder damit beschäftigt, hatte aber irgendwie auch ein bisschen Lust dazu. Der eine Grund, es hat jetzt niemand wirklich Interesse gehabt in meinem Umkreis, der jetzt wirklich gesagt hat, ja, lass uns das anfangen, lass uns das spielen. Aber ich habe mir dann auch zwei Sachen gesagt. Und zwar, der eine Punkt, sollte jemals eine Armee von Kislev kommen, wird das etwas sein, was ich auf alle Fälle sammeln möchte. Und das zweite, Katai, das ja damals auch noch nicht da gewesen ist. Mittlerweile sieht das ja ein bisschen anders aus. Und natürlich war auch immer das Interesse da, vielleicht irgendwann die Gruftkönige wieder zu beleben. Vor allem, weil die ja auch beim Erscheinen von Warhammer The Old World mit dabei waren von Anfang an. Jetzt ist es aber so gewesen, dass hier die Zeit natürlich verronnen ist in den letzten 2 Jahren. Ich habe nie mit The Old World angefangen, habe es mir nie angeschaut, habe stattdessen wieder etwas mehr Zeit in Kings of War auch investiert. Natürlich in letzter Zeit, wie gesagt, war es da auch ein bisschen ruhig, soll sich in Zukunft auch wieder ändern. Das hat dann aber auch dazu geführt, dass ich dann immer wieder überlegt habe, ja, soll ich jetzt in Warhammer The Old World einsteigen? Ich wollte mir dann immer entweder tatsächlich für die Gruftkönige die Box kaufen, die damals erschienen ist, eben mit der Armee, dem Regelbuch und allem drum und dran, oder eben als Alternative, weil ich ja hier schon mehr als genug Modelle habe, die Bretonen. Habe ich aber nie gemacht und Anfang dieses Jahres, vor ein paar Monaten, kam dann wieder dieser Gedanke etwas stärker auf. Und da habe ich mir dann aber gesagt, könnte es jetzt nicht eventuell sein, dass vielleicht eine neue Edition kommt für The Old World. Da habe ich das Ganze dann mal nach hinten geschoben. Wie sich jetzt natürlich gezeigt hat, und das ist eben auch der Grund, wo ich gemeint habe, dass mich jetzt Games Workshop in die Chaoswüste schickt bei diesen Temperaturen, wenn es eh schon so warm ist, auch wenn es hier bei mir gerade die Woche etwas besser wird, aber eben die vergangene Woche vor allem war es sehr, sehr heiß, ist es halt so, dass hier zwar keine neue Edition kommt, aber die 1.5er Variante oder wie man es auch immer jetzt nennen möchte, mit eben einem neuen abgedateten Regelbuch und zum ersten Mal auch ein 2-Spieler-Starter-Set. Und genau das wird der Punkt sein, wo ich jetzt dem Ganzen parallel zu Kings of War, will ich sagen, auch eine Chance geben möchte und habe mir diese Box eben vorbestellt. Wo ich gesagt habe, einerseits Katai ist drinnen, was ich ja vorhin gerade gesagt habe, will ich mir mal anschauen. Würde mich interessieren, einfach nur zu sammeln, Katai wie auch Kislev. Ich hoffe, da wird auch noch was kommen. Und was mich aber schon immer auch interessiert hat, damals schon bei Warhammer Fantasy, war eben auch Chaos, weil man da auch relativ wenige Figuren immer hat und das scheint sich ja auch hier fortzusetzen. Und daher habe ich die Box jetzt einfach mal vorbestellt und sollte jetzt dann auch, wenn dieses Video hier jetzt live geht, entweder morgen veröffentlicht werden oder halt am selben Tag. Irgendwo in diesem Rahmen befinden wir uns hier jetzt eben vom Zeitrahmen her. Ich kann hier jetzt auch ehrlicherweise gar nicht sagen, ob ich jetzt The Old World als solches wirklich anfangen werde. Wird auch ein bisschen daran liegen, wie es mit den Leuten ausschaut hier in meiner Umgebung.
Ich weiß, in einem Spielclub in der Nähe wird gespielt anscheinend, also vielleicht, dass ich dort dann mal drankomme. Aber in erster Linie geht es mir hier dann wirklich mal darum, die Kartei aufzubauen als Armee für Warhammer The Old World, weil mir auch die Modelle sehr, sehr gut gefallen. Und da muss ich ehrlich gesagt auch sagen, habe ich schon vielleicht ein bisschen vorgegriffen, denn ich habe mir schon die erste der beiden größeren Boxen, hier die damals erschienen ist, vor ein paar Wochen geholt, noch bevor überhaupt bekannt war, dass jetzt diese überarbeitete 1.5 Version von The Old World kommt mit dieser 2-Spieler-Starterbox, wo Kartei auch dann enthalten sein wird. Aber das ist hier die Grand Kartei Battalion Box, da ist auch diese Kanone dabei. Yep, sieht man hier schon. Ich glaube einmal, jetzt mal nicht täuscht, man kann hier beide Varianten bauen. Und ja, in der Starterbox ist das Ganze auch nochmal drinnen. Also ich denke, da habe ich schon mal einen ganz guten Start, vielleicht sogar ein bisschen mehr als das, für Kartei, für Warhammer The Old World. Wird jetzt aber nicht irgendwie bedeuten, dass das hier dann ganz zum einen die Gruftkönige komplett außen vor lässt, sondern ich habe da ja alle Modelle noch, da werde ich mir anschauen, wie ich das weitermachen möchte. In Bezug auf The Old World, die alte Armee einfach wieder neu aufbauen. Da ist genug da, was noch nicht mal gebaut ist, was ich mir damals schon vor 20 Jahren gekauft habe und eigentlich noch in den Gussrahmen ist. Also auch dort gibt es mehr als genug Möglichkeiten und ich will das Ganze auch hier dann ein bisschen dokumentieren, ein bisschen mitmachen, was ich hier dann im Hobby so mache in diese Richtung Warhammer The Old World. Und wie gesagt, werde ich das Ganze auch kombinieren mit Kings of War. Und zwar, man sieht hier schon eben das erste Erweiterungsbuch, wo im Invasion-Buch die Xerkali erschienen sind. Ja, ich weiß, das ist jetzt eine Armee, die natürlich einmal was ganz anderes ist, klarerweise, als man so häufig sieht bei anderen Spielsystemen, was es auch so bei Warhammer The Old World Gott sei Dank nicht gibt. Aber natürlich, und das ist das andere Problem hierbei, diese Armee wird aktuell von sehr, sehr vielen Leuten gesammelt. Das merkt man auch, wenn man sich so ein bisschen die Sachen anschaut von Mantic Games. Man hat hier sehr viele Projekte, wo die Leute dann eben auch bei dieser Aufbauserie jetzt eben die Xerkali angefangen haben. Aber ich habe mir gedacht, ich kombiniere das Ganze jetzt. Und zwar, einerseits werde ich hier die Xerkali anfangen für mich aufzubauen und das Ganze aber zusammen in Verbindung hier mit den Figuren von Warhammer The Old World, von den Kartei. Wieso das Ganze? Das hat damit zu tun, dass einerseits es diese ganzen hundeartigen Einheiten gibt, hier bei den Xerkali, die es natürlich bei Kartei nicht gibt, die das Ganze zu einem eigenen Projekt natürlich machen, auch wie man es hier eben dann auch sieht auf der Rückseite des Buchs, aber auch hier diese Mönchseinheiten und da gibt es halt verschiedene. Und mir gefallen diese Figuren an und für sich sehr gut, aber es gibt halt hier verschiedene Einheiten, was normale Infanterie betrifft, mit Beschussattacken oder für den Nahkampf, die für mich nicht so ganz vom Style her, von dem, was die Einheit darstellen soll, mit dem zusammenpasst, wie sie hier von den Figuren her darstellbar sind. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, mir gefallen diese Karteifiguren sehr, sehr gut, vor allem eben diese Infanterieeinheiten. Und da war natürlich auch dann die Überlegung, das Ganze jetzt damit zu kombinieren. Das heißt, ich werde eben diese Modelle hier hernehmen von Warhammer The Old World Kartei, um diese Armee aufzubauen. Natürlich das Ganze im Stil von Kings of War, heißt also, wir haben die Kings of War Regeln, die Armeeliste hier und natürlich Multibasing, wobei ich die Modelle auf Einzelbases stellen werde, aber halt weniger Modelle pro Einheit brauche und diese dann zusätzlich auf die Multibases für Kings of War. Und das gibt mir dann aber später die Möglichkeit, eben die Einheiten mit neuen Modellen zu erweitern und sie dann als eine Armee für Warhammer The Old World ebenso zu verwenden. Und somit wird dann eine Armee entstehen, die von den Modellen her zu einem Teil aus den Figuren von Mantic bestehen wird, der offiziellen Xerkali-Reihe, und andererseits eben aus den Modellen, die wir bei Warhammer The Old World bei den Kartei finden werden. Und natürlich schließt das dann natürlich damit auch ab, da es ja jetzt die 2-Spieler-Starterbox gibt, die ich eben wie gesagt vorbestellt habe, ich dann alle Regeln mal grundsätzlich habe. Ich werde mir natürlich noch die Bücher wahrscheinlich kaufen müssen für Kartei.
um die spielen zu können und auch für Chaos. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber habe dann eben damit auch alles, was ich brauche, um meine Chaos-Armee anzufangen, die ich eben die letzten 20 Jahre für Warhammer immer ausgelassen habe, und die wird halt jetzt auch bei der Old World kommen. Und dann werden wir schauen, wie es hier weitergeht, auch mit eben Kislev irgendwann mal. Vielleicht sehen wir die Armee dann doch in 1-2 Jahren mal bei Warhammer The Old World als eigene spielbare Armee mit natürlich dementsprechend eigenen Figuren. Hier jetzt auch nochmal kurz von meinem Sofa, denn ich habe ja auch das Thema angesprochen mit einer App und da wird gleich dann noch ein bisschen mehr kommen, aber was ich hier auch noch sagen möchte, das ist auch ein Grund eben, wieso es hier jetzt da länger keinen Content gegeben hat auf dem Kanal. Einerseits natürlich, weil mir ein bisschen die Zeit abgegangen ist aufgrund dieses neuen Projekts. Ich habe mich da einerseits selbstständig gemacht, werde da die Möglichkeit haben, jetzt auch auf dieser Basis Apps zu bauen für die Community. Habe damit für mich angefangen, ein kleines Projekt, mit über das wir uns gleich unterhalten werden. Da zeige ich euch gleich ein bisschen was. Vielleicht ist das ja auch für euch von Interesse. Da wird ihr gleich noch was sehen, wie schon gesagt. Und dann eben der zweite Grund war natürlich auch die fehlende Motivation aufgrund des aktuellen Wetters, der Temperaturen, wo ich einfach auch wenig Lust hatte, mich mit dem Hobby wirklich zu beschäftigen. Und da ich dann im Hobby ohnehin nichts gemacht habe, war es halt ein bisschen blöd, dann irgendwie Content zu machen, wo ich eigentlich nicht wirklich gewusst hätte, was ich machen sollte. Wie gesagt, ich hoffe, das wird sich jetzt wieder ein bisschen ändern, vor allem jetzt hier mit auch diesem etwas neueren Format, das ich jetzt noch ein bisschen ausbauen werde im Verlauf über die nächste Zeit, eben um euch da ein bisschen mehr teilhaben zu lassen, was hier bei diesen Projekten eben abgeht, die ich zu Kings of War Warhammer The Old World auch machen möchte, auch was sonst natürlich noch kommt, auch andere Spielsysteme sind nicht ganz von der ganzen Sache ausgenommen, da wird sicher auch noch was kommen, auch andere Spielsysteme, die wir hier schon immer irgendwie auf dem Kanal hatten, wird natürlich jetzt ein bisschen abhängig davon sein, wie es auch community-technisch, spieltechnisch bei mir weitergeht in Zukunft. Und dann natürlich auch, was dieses App-Projekt, diese Software betrifft. Da werde ich auch immer wieder mal Sachen reinstreuen, beziehungsweise je nachdem, wie viel ihr natürlich davon sehen wollt, beziehungsweise wie weit ihr euch dafür interessiert, wird es dazu natürlich auch immer wieder Sachen dann geben. Ich sitze hier gerade an meinem Rechner, weil ich eben an einem Tabletop-bezogenen Projekt arbeite, das in erster Linie für mich gedacht ist, weil ich jetzt gesagt habe, wo ich mich selbstständig auch gemacht habe in diesem Bereich. Ich will da auch was aufbauen, wo ich das Ganze sowohl entwicklungstechnisch als auch security-technisch ein bisschen umsetzen kann für mich, und das sollte dementsprechend ein umfangreiches Projekt sein, das mich auch interessiert, und daran möchte ich euch jetzt einfach ein bisschen teilhaben lassen, was ich hier so mache, und falls das euch natürlich interessiert, wird die App auch irgendwann mal online gehen, ist aber, wie gesagt, dann auch ein bisschen eine Frage, ob euch das Ganze interessiert. Ich hätte aber auch gesagt, schauen wir mal ein kleines bisschen rein, um was hier überhaupt geht. Wie man schon sieht, ich habe hier mehrere Fenster offen auf meinem Monitor, weil eben die App schon recht umfangreich ist. Man hat hier eben einerseits die mobile Anwendung, die ihr hier auch im Simulator seht von iOS. Das ist quasi das, mit dem ihr als Nutzer dann arbeiten würdet, quasi das ihr installiert habt bei euch, und dann gibt es hier auch auf der linken Seite im Hintergrund das Backend, das hier dann auf einem Server laufen wird. Also schon ein recht umfangreiches Projekt, aber das wollte ich eben für mich machen, aus der Zusammenstellung eben all dieser Technologien, deswegen das interessante Thema. Grundsätzlich, was war mein Gedanke von der App, weil ich auch was machen wollte, was mich selbst interessiert. Ich habe einfach gedacht, ich mache so eine Art Community-App, ich starte damit. Ich bin auch hier, wie man sieht, schon etwas weiter mittlerweile. Man kann hier eben auch sein Profil dann bearbeiten, also man hat hier sein eigenes Profil. Hier habe ich halt mal einen Test-User 32, der hat eine Connection, also mit einem anderen Spieler verbunden. Dann kann man hier über so typischen Community-Apps eine Bio eintragen, dann sieht man hier unten, welche Spielsysteme ich eben spiele. Da wird es dann verschiedene Sachen geben, eben grün sind Wargames, Pen and Paper, in Violett und Blau werden dann Boardgames sein. Da kann man sich dann ein bisschen austoben. Dann gibt es auch hier Einstellungen der Location, wo ist man zu Hause, in welcher Entfernung sucht man Mitspieler, hat natürlich auch die Möglichkeit, sich dann abzumelden und später auch das Konto wieder zu löschen, wenn man das möchte, und kann sich so dann im Zuge der App eben mit anderen Spielern verbinden.
Da bin ich auch gerade dran zu arbeiten. Was es schon auch gibt mittlerweile als mit Testdaten ist hier dann eine Map, sodass man sagen kann, okay, ich bin hier in Graz zu Hause, ich kann auf die Map schauen und sehe hier, okay, das sind rund 10 andere Leute ebenfalls in Graz, die die App nutzen, und ich sehe auch gleich auf einen Blick, was die Leute spielen oder hauptsächlich spielen. Ich habe hier zum Beispiel 2 blaue Buttons, wo ich sehe, okay, das sind Leute, oder Pins, wo man sieht, okay, das sind Leute, die eben hauptsächlich Boardgames spielen. Hier ist jemand in grün mit Tabletop Manager Games in der Hinsicht, und hier habe ich aber auch dann Spieler, die dann eben gruppiert sind. Also da dürfte zum Beispiel in diesem Bereich 2 Spieler sein, die eher näher beieinander sind. Deswegen wird mir das hier so angezeigt. Ich kann dann reinzoomen und bekomme hier dann die Detailansicht ein bisschen genauer und sehe auch hier wieder, okay, hier ist auch ein Spieler, der dann eben Miniature Wargames eben spielt, und ich kann das Ganze dann anklicken und kann mir anschauen, in welchem Bereich eben diese Person dann unterwegs ist, mit welchen Spielen, um hier dann auch zu sehen, passt das Ganze mit den Tabletop-Spielsystemen zusammen, die auch ich im Hobby habe, also die auch ich selber dann spiele. Und man kann dann natürlich auch neue Spieler suchen, auch solche Funktionalitäten wird es dann geben. Ja, also das so das ganze Projekt einmal. Ja, also wie gesagt, das ist mal das aktuelle Projekt, an dem ich für mich eben arbeite. Wenn es euch interessiert, könnt ihr euch hier natürlich auch gern dem Kanal folgen. Da wird es definitiv ein bisschen mehr dann geben in Zukunft, auch was die App anbetrifft, den Fortschritt betrifft. Aber ansonsten auch gerne in die Kommentare, ob euch das überhaupt interessiert. Und wie gesagt, das Ganze ist ein Projekt für mich, um mich mit den Technologien zu beschäftigen, um hier weiterzukommen, auch im Security-Bereich, das Ganze von Haus aus eben aktiv und vernünftig einzubauen. Und eben auch dann zu schauen, wie das Ganze dann auch natürlich deployed werden kann und so, damit die App wirklich auch verfügbar wird. Also das wird, soweit wird es definitiv gehen mit der App. Die Frage ist halt nur, ob die App dann auch wirklich für euch verfügbar sein wird und auch dauerhaft verfügbar sein wird oder nur mal zu Testzwecken, je nachdem, ob euch das ganze Thema interessiert. Denn natürlich klarerweise, es gibt bereits Apps da draußen, die durchaus was Ähnliches machen. Und daher ist das Ganze in erster Linie mal ein Testprojekt für mich eben.